Die Fahrräder hier, die sehen wir immer häufiger in den Innenstädten. Lastenräder. 2023 ist natürlich auch wieder ein ganz großes Fahrradjahr. Und die neuesten Trends, die gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Und zwar mit einem absoluten Fahrradprofi, Gunnar Fehlau. Der ist jetzt bei uns und wird uns mal verraten, was es denn mit diesen neuen Lastenrädern so auf sich hat. Was ist denn daran jetzt neu? Die Lastenräder werden immer spezifischer. Das sind Familienfahrzeuge, kann man sagen. Und das wird auch immer autoähnlicher. Beispiel Trittbretter, ja, zum einfachen Einstieg. Wir haben großflächige Verschalungen, sichere Konstruktionen und alles ist wirklich in einer Bequemlichkeit, in einem Komfort, Gummimatten unten drin. Alles das, was ich vom Auto kenne, finde ich mittlerweile auch am Fahrrad und damit wird gerade das Cargo-Bike gern zum Autoersatz. Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen so einem Lastenfahrrad? Das ist ja eher ein Anhänger hier für die Kids, oder? Was kann der? Das sind im Prinzip zwei Spielphilosophien. Das eine ist, hier habe ich es integriert, ein Fahrzeug, das alles hat und der Anhänger gewinnt natürlich durch seine Flexibilität, dass er an jedes Rad rangehängt werden kann, dass ich ihn nur anhänge, wenn ich ihn brauche, dass er zweispurig ist, dadurch eine gute Stabilität hat, viel Platz drin ist. Also insofern, da draußen fahren Hunderttausende von Anhängern und es werden auch immer neue gekauft. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Für alle, die jetzt sagen, ich möchte kein E-Bike, ich möchte eher wieder so das klassische Fahrrad fahren. Biobiken nennt sich das Ganze, finde ich total abgefahren. Für mich ist es klassisches Fahrradfahren. Was ist denn an denen jetzt so besonders? Gibt es die überhaupt noch? Kauft die noch jemand? Ja, die Hälfte aller Fahrräder, die gekauft werden, hat nach wie vor keinen Motor. Also insofern, beides ist da und beides ist beliebt und beides wird auch immer besser. Also es wird immer wartungsärmer, wie man hier sieht, mit Zahnriemen, mit Getriebe, Pedalen, die einfach komfortabel sind, sicher sind, ohne dass sie die Schuhe kaputt machen. Die Entwicklungen gehen da sehr mannigfaltig beim Biobike wie beim E-Bike und es wird nach wie vor gern gekauft und gerade als Reiserad und Langstrecken- und Pendlerrad sind nach wie vor Räder ohne Motor auch sehr beliebt. Jetzt kommen wir auch zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hören es die ganze Zeit bei den Autoherstellern, die müssen immer nachhaltiger werden. Wie sieht es da bei den Fahrradherstellern aus? Ich habe hier jetzt was, und zwar einen alten Fahrradreifen und eine Hose. Was hat es damit auf sich? Ja, die hängen miteinander zusammen, weil es ist endlich möglich, Fahrradreifen auch zu recyceln und in seine Bestandteile wieder aufzulösen. Und eins der Öle wird dann benutzt, um daraus unter anderem dann auch Stoffe zu machen, aus denen Radhosen gemacht werden. Also insofern, die Fahrradbranche macht da ihre Hausaufgaben. Das Radfahren ist ja sowieso schon nachhaltig und gut und die Fahrräder und die Produkte werden auch immer besser. Und jetzt gibt es noch ein Highlight für die Fahrradsaison 2023, liebe Zuschauer. Das Fahrrad der Zukunft, so heißt es zumindest. Das sieht so aus, erstmal für mich wie ein klassisches Fahrrad, wie ein klassisches E-Bike. Hier vorne ist der Motor, glaube ich, drin verbaut. Was kann dieses Fahrrad mehr als die anderen? Na, es dokumentiert einfach den Stand der Technik. Ich habe hier einen Schlüssel, den ich eher von einem Auto vermuten würde, mit dem ich das E-Bike an- und ausmachen kann. Und das ist, wie gesagt, einer der großen Trends, dass das alles, was wir vom Auto kennen, so langsam auch beim Fahrrad auftaucht. Aber es wird nie so schnell sein wie ein Auto. Nee, aber es wird auch nie so teuer sein wie ein Auto, es wird nie so stinken wie ein Auto und man wird nie so Parkplatzprobleme haben, wie man sie mit dem Auto hat. Also Fahrrad ist schon Teil der Lösung, nicht das Problem. Also 2023 wird ein ganz, ganz großes Fahrradjahr. Da sind nur ein paar Highlights gewesen. Jetzt im Juni gibt es eine große Messe, die Eurobike, findet auch hier bei uns in Frankfurt statt. Da kann man wahrscheinlich alles mal selber ausprobieren und testen, oder? Ja, da wird es dann wirklich über das komplette Gelände gehen und dann ist richtig viel geboten. Und da sehen wir auch als alte Fahrradhasen freuen uns immer sehr drauf. Große Veranstaltung, großes Fahrradfest. Dann sage ich vielen, vielen Dank und allen Fahrradfahrern viel Spaß.